Hallo zusammen, heute mal was anderes auf dem Kanal. Wir machen mal ein kleines Unboxing. Die neue Garmin Fenix 8 Pro in der 51 mm Variante ist jetzt bei mir angekommen. Gucken wir uns mal den ersten Eindruck an. Ich würde sagen, dann packen wir das Ding aber mal aus. Ihr bekommt hier Garmin-typisch wieder die normale Verpackung angeboten. Also hier gibt es nichts wirklich Spektakuläres. Ziehen wir das Ganze einfach mal raus. Oft werde ich immer gefragt, ob die Uhren versiegelt sind. Ja, es gibt hier so ein Siegel. Das machen wir jetzt einfach mal auf. Und dann gehen wir einfach mal hier hoch. Können wir sehen, da haben wir auch schon die neue Fenix 8 Pro. In dem Fall ist es hier die schwarze Variante. Ich habe jetzt auch hier die Fenix 8 noch zum Vergleich. Mit den bekannten Aufklebern. Ich würde sagen, holen wir die Uhr hier mal raus. Wirklich wieder schön verarbeitet mit einem Armband. Aber bei der Preisklasse von 1299 €, ja, da hat man auch ein bisschen was zu erwarten. Jetzt gucken wir mal, ob hier noch ein weiteres Armband dabei ist. Nein, wir haben ja das Garmin-typische Ladekabel, was wir kennen. Da hat sich jetzt auch nichts geändert. USB-C. Und mit diesen 4 Pins. Und jetzt gucken wir auf der rechten Seite, da gibt es dann nur eine Anleitung. Das heißt also, es gibt hier kein Nylonband oder ähnliches. Es gibt dann nur ein Armband. Ja, höchstens hier ist noch eins. Ne, da ist auch alles leer. Die Neuerung der Fenix 8 Pro ist ja hier der verbaute LTE-Chip bzw. die InReach-Funktion. Ja, dann würde ich sagen, dann schalten wir die Fenix 8 Pro mal an. Das geht ja oben rechts mit dem Button. Und vom Design her hat sich jetzt nichts vieles geändert. Wir sehen hier die Lünette. Hat hier das ähnliche Design. Wir können auch ganz gut sehen, hier bei der hellen Version der Fenix 8, dass die Lünette schon sehr zerkratzt aussieht. Das ist hier bei dem schwarzen Modell etwas besser. Da wirkt es nicht so schnell verkratzt. Wir können sehen, hier bekommen wir auch hier einen schönen Startbildschirm wieder angezeigt. Was aber direkt auffällt, ist dann tatsächlich hier die Dicke der Uhr. Die Fenix 8 Pro ist etwas dicker geworden als die Fenix 8. Wenn wir das mal richtig rumhalten, so können wir sehen, auch die Knöpfe sind hier gleich. Und zwar haben wir hier, wie gesagt, die 51 mm Variante. Aber von der Dicke haben wir 16,5 mm bei der Fenix 8 Pro, während die Fenix 8 noch 14,7 mm hat in der großen Version. Also das merkt man tatsächlich auch ein bisschen hier, wenn man die Uhr hat. Sie wirkt auch einen kleinen Ticken schwerer, sie ist auch 1 Gramm schwerer als die Fenix 8. Die Fenix 8 kommt hier mit einem Titangehäuse auf 64 Gramm, also hier die linke Version. Und die Fenix 8 Pro kommt hier auf 65 Gramm. Dann würde ich sagen, dann richten wir jetzt auch mal die Uhr ganz kurz ein. Ja, dann koppeln wir das auch dann schon mal mit der App. Sagen wir mal okay. Ja, und dann wird sie auch schon direkt gefunden. Das geht mittlerweile auch wirklich sehr schnell, was das Einrichten angeht. Gehen wir hier auf Verbinden. Und ich würde euch auf jeden Fall auch empfehlen, wenn ihr dann eine Anfrage bekommt, ob ihr hier ein Backup nutzen wollt. Ich hatte bis jetzt immer Probleme gehabt, wenn ich das Backup der anderen Uhr genutzt habe. Es gab immer Abstürze, Probleme. Und daher habe ich das eigentlich hier nie genutzt. Gehen wir auf Erlauben. Kenncode wollen wir jetzt keinen einrichten. Das möchte ich jetzt nicht. Wir machen die Schrift ein bisschen größer. Das heißt also auch hier, das UI ist dann gleich geblieben. Da hat sich jetzt nichts groß verändert. Bestätigen das Ganze. Möchtest du eine Aktivität, die du häufig verwendest. Hier kannst du schon mal einstellen, was du nutzen möchtest. Sind hier schon die Standards ausgewählt. Für mich ist es jetzt erstmal ausreichend. Das kann man, wie gesagt, dann auch im Nachgang nachpflegen, wenn man das dann möchte. Und dann gehen wir rechts mal auf Weiter. Möchtest du als primäre Watch benutzen? Smartwatch? Ja. Und ihr könnt dann auch schon mal euren Schlafplan oder Schlafenszeiten hinterlegen. Das ist natürlich alles anders, gleich geblieben. Gehen wir hier auf Links tragen und jetzt synchronisieren. Dann werden alle Daten schon mal hier auf die Uhr übertragen, die aktuell schon zur Verfügung stehen. Weitere Informationen, gehen wir mal auf Weiter. Da bekommt ihr natürlich jetzt nochmal die Steuerung angezeigt. Das ist aber auch jetzt altbekannt. Mal gucken, ob hier schon das neue InReach kommt. Sehen hier nochmal Taschenlampensteuerung. Also wenn ihr zum ersten Mal eine Garmin-Uhr habt, solltet ihr das auf jeden Fall hier mal in Ruhe anschauen. Und Netzwerk hinzufügen machen wir später. Ja, überspringen wir, das können wir dann später noch machen. Fertigstellen und so wird jetzt die Uhr synchronisiert. Und jetzt sehen wir auch schon gleich die Neuerung. Ihr bekommt natürlich auch hier wieder die Tauchfunktion. Aber was wir jetzt neu haben, ist dann hier InReach Service. Das heißt also, das gibt es zum ersten Mal auf der Fenix 8. Das hatten wir vorher nicht. Und EKG wird natürlich auch unterstützt. Wir gehen jetzt einfach mal auf erste Schritte. Und da sehen wir jetzt auch schon die verschiedenen Sachen, die wir einrichten können. Unten sehen wir zum Beispiel auch Sicherheitsfunktionen. Das hat es jetzt alles schon übernommen, auch GPS-Pro-Plan-Einstellungen. Das heißt also, das ist alles da. Was ich auf jeden Fall empfehle, ist auch direkt hier das Live-Track einzurichten. Das ist nicht automatisch aktiviert. Das heißt also, da gehen wir auch gleich mal rein und sehen hier, das ist momentan ausgeschaltet. Und wir sehen auch hier zum Beispiel, wenn X1, Fenix 8, habe ich das alles aktiviert. Da habe ich sogar einen Haken vergessen. Sagen wir jetzt hier Strecke anzeigen und automatisch starten. Und wir sehen auch hier zum Beispiel Nachrichtenversand an Zuschauer, beziehungsweise wenn jetzt meine Frau das sieht, ist jetzt hier nicht dabei. Die Fenix 8 hat das noch. Ich vermute, eventuell kommt es dann noch im Update nach, weil meistens ist es so, dass ihr auf den Fenix-Uhren noch ein Update herunterladen könnt. Das empfehle ich dann aber hier über das WLAN zu machen. Aber was am spannendsten ist, ist natürlich hier die neue InReach-Funktion. Aktivieren, bleiben Nachrichten, SOS und andere Funktionen über Satellit und LTE in Verbindung.
Das ist eigentlich das Neue, was wir jetzt hier mit der Uhr erhalten. Und da sehen wir jetzt auch schon hier direkt, was es alles gibt. Wir haben jetzt hier einmal SOS-Nachrichten im Notfall. Die 2-Wege-Textnachrichten werden hier unterstützt, Sprachanrufe und Teilen der Position. Und ihr habt auch hier mit der Uhr 30 Tage kostenlos die Möglichkeit, das Ganze zu nutzen. Was es an dieser Stelle hier nicht gibt, ist, dass du hier eine eSIM reinmachen könnt. Das heißt also, wenn du jetzt dein Handyanbieter eine eSIM hat, die kannst du hier leider auf die Garmin Fenix 8 Pro nicht hinterlegen. Ja, dann landen wir auch schon direkt in der Tarifauswahl. Wir sind hier empfohlener Tarif InReach Enable Plan. Kostenlos 30 Tage Probeabo ab heute und dann 9,99 €. Es gibt dann wohl auch noch eine Aktivierungsgebühr, die ist aber erlassen, wenn du die Uhr neu kaufst. Und unbegrenzte SOS-Aktivierung Pay as you go und andere Funktionen werden per Satellit hier freigeschaltet. Gehen wir mal auf Details anzeigen. Dann sehen wir hier unbegrenzte SOS-Aktivierung, Nachrichten an Garmin Response. Dann sehen wir hier auch die LTE-Funktion, Abdeckung in ausgewählten Ländern verfügbar. Und da blende ich auch mal ein, es werden wohl hier auch nicht alle Länder unterstützt. Deutschland ist natürlich dabei. Vorteil ist auch hier, wenn du jetzt hier die Länder wechselst, das heißt also, wenn du von Deutschland nach Schweden gehst oder von Schweden nach Amerika, dann funktioniert es weiterhin. Also gibt es keine Einschränkung, was die Länder angeht. Sind auch hier alles unbegrenzt, Textnachrichten, Sprachnachrichten sind unbegrenzt und das Ganze läuft dann auch über den Garmin Messenger. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Hinweis. Es gibt dann hier nicht WhatsApp oder so, was du nutzen kannst, sondern wirklich nur den Garmin eigenen Messenger. Und natürlich gibt es dann auch unbegrenztes Live-Track. Das heißt also, wenn du dann deine Position an Freunde senden möchtest, dann funktioniert das auch jetzt ohne das Handy. Mit der Fenix 8 musst du immer das Handy dabei haben, weil die Uhr synchronisiert dann mit Garmin Connect und gibt dann hier über das Handy die Daten weiter an die Garmin-Server, um dann das Live-Track zu zeigen. Im Bereich der Satelliten bekommt ihr dann auch hier was angeboten, regionale Abdeckung in den USA, Kanada und Europa, Stoppen und Ausrichten, um Verbindungen mit Satelliten herzustellen. Und da sehen wir auch schon den ersten Unterschied, wenn wir jetzt hier um Satelliten unterwegs sind, bei dem günstigen Tarif, müsst ihr nämlich 15 Cent pro Check-in-Nachricht oder Reaction zahlen oder 60 Cent pro SMS-Nachricht oder Wettervorhersage. Und es gibt dann natürlich noch die weiteren Pläne, sehen wir jetzt hier für 17,99 €. Auch hier startet es mal mit 30 Tagen im Probeabo und dann geht es hier auch los. Und ebenfalls haben wir hier SMS bzw. SOS, ist alles dabei. Und hier gibt es eigentlich den Unterschied dann nur beim Satellit. Wir haben hier unbegrenzte Check-in-Nachrichten und Reaction. 50 SMS-Nachrichten sind hier enthalten pro Monat und also wenn es die 51. SMS ist, dann müsst ihr 60 Cent bezahlen. Das ist wahrscheinlich so der Sweet Spot an Tarifen. Und wenn ihr jetzt ruhig lange unterwegs seid, dann gibt es noch den Standardplan. Da gehen wir auch nochmal rein. Da wird es wahrscheinlich dann hier, ja, es sind 150 SMS-Nachrichten. Das heißt also, hier wird es dann immer mehr, was an Nachrichten angeht. Und der Premiumplan für 59,99 € im Monat, der dürfte wahrscheinlich in allen Bereichen, unbegrenzt sein. Und auch da habt ihr aber 30 Tage kostenlos hier das Probeabo zu nutzen. Aber ich würde sagen, für meine ersten Tests langt hier auf jeden Fall mal der Standardplan. Nehmen wir den jetzt einfach mal raus, weiter mit dem Tarif. Und dann bekommt ihr jetzt nochmal eine kleine Information. Wenn du SMS-Funktionen aktivierst, wird eine Nachricht in Garmin Response gesendet. Die Mitarbeiter benachrichtigen die entsprechenden Notfalldienste und bleiben während der SOS-Notfalls mit dir in deinen Notfallkontakten in Verbindung. Auch hier gibt es dann nochmal ein paar Details. Unfallmanagement über Garmin Response, 2-Wege-Kommunikation, automatisches Tracking ist dabei. Und so haben wir jetzt gerade alles schon gelesen. Dann gehen wir mal auf Weiter. Und jetzt sehen wir auch nochmal hier, bekommen auch weitere Abos angeboten. Automaps Plus ist noch möglich. Das könnt ihr jetzt im Probeabo nutzen, beziehungsweise es gibt dann auch einen monatlichen Plan. Für den einen oder anderen dürfte auch interessant sein, mit was man zahlen kann. Also PayPal wird unterstützt. Du kannst aber auch hier mit Kartenzahlung weitergehen, also hier mit Kreditkartenzahlung oder dann hier auch mit SEPA-Lastschrift. Das wird alles mit unterstützt. Ja, ich will mich jetzt gerade hier bei PayPal anmelden und wir sehen hier, wir bekommen auch so ein Mini-Fenster angeboten. Also das geht eigentlich auch etwas besser. Ja, dann haben wir zahlungstechnisch jetzt alles eingegeben. Jetzt gehen wir mal auf Garmin Messenger öffnen. Da wird auch direkt dann hier aufgemacht. Wir sehen auch hier schon, wird das Gerät gesucht. Das funktioniert auch immer sehr zuverlässig und einfach. Jetzt haben wir einfach hier die Fenix 8 Pro zum Messenger hinzufügen. Auch hier wird die Einrichtung schon direkt abgeschlossen. Ja, und dann bekommt ihr auch schon die nächste Information, leider wohl noch nicht ganz übersetzt. Hier die vollen Connection bekommen wir, Leute einladen, Familie einladen, alles über den Garmin Messenger. Wir können hier Anrufe entgegennehmen oder platzieren bzw. durchführen, können Fotos empfangen und wir können auch unsere Location teilen. Das heißt also, hier wird dann alles unterstützt. Das ist auch eine Erweiterung. Das kann die Fenix 8 in begrenzter Weise, also anrufen und telefonieren, habe ich zumindest noch nicht gefunden. Aber zum Beispiel, die Location teilen, das habe ich auch schon gesehen. Und dann sagen wir jetzt hier, Invite Messenger machen wir jetzt nicht. Wir haben ja schon Leute eingeladen. Und wir sehen auch hier direkt schon ein Update verfügbar. Und wir sehen hier Garmin Express, beziehungsweise da wird uns auch angeboten, erstmal das Update durchzuführen. Und ich glaube, das mache ich jetzt erstmal an dieser Stelle, bevor wir hier dann weitermachen. Ja, 2 Updates habe ich nun durchgeführt.
Wir sehen auch hier jetzt, Updates werden hier nicht mehr angezeigt. Es hat ungefähr so eine Viertelstunde gedauert, bis alles durch war. Dann können wir noch InReach-Gerät vollständig abschließen. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Wir sehen es hier, unser Gerät ist aktiviert. Einrichtung abschließen. Und dann haben wir jetzt auch die Check-in-Nachrichten. Check-in-Nachrichten sind mit einem aktiven InReach-Abonnement kostenlos und bieten sich an, um Nachrichten an bestimmte Kontakte zu senden. Gehen jetzt einfach mal auf Check-in einrichten. Und wenn wir auf das Plus gehen, haben wir hier einmal Systemkontakte, also normales Telefonbuch. Ihr könnt auch InReach-Kontakte nutzen oder Map Share. Ihr könnt einfach oben aber auch nur den Namen eingeben. Ich habe es jetzt einfach mal kurz ausgewählt. Man sieht nämlich hier die blanke Nummer. Jetzt gehen wir einfach mal auf Sichern und dann immer im Laufenden halten und dann sagen erhaltene Produktneuigkeiten, den möchte ich jetzt nicht haben. Und dann gehen wir jetzt einfach auf Senden und dann ist das erstmal hier soweit eingerichtet. Die Lieblingsaktivität können wir noch auswählen. Ja, das ist hier auch soweit, passt soweit. Klettern, Bergsteigen trifft bei mir jetzt nicht so ganz zu. Das ist jetzt nicht bei mir in der Nähe. Und wir sehen einmal hier den InReach-Plan und wir können auch hier zum Beispiel unsere Kontakte verwalten. Hier sehen wir jetzt auch Check-in mit Caroline Schatz-Geiger. Da kann man sagen, melde mich, nur alles okay. Also das sind halt die typischen InReach-Nachrichten, die ihr dann durchführen könnt. Ganz kurz und knapp. Ihr habt dann auch verschiedene Sprachen, die ihr auswählen könnt, falls ihr international unterwegs sein solltet oder internationale Freunde habt. Ihr habt auch die Möglichkeit, hier Kontakte zu verwalten. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf und dann fügen wir jetzt mal Kontakte hinzu. Ja, ich habe jetzt mal weitere Kontakte hinzugefügt. Meine Schwiegermutter bzw. zu Hause. Jetzt gehen wir mal auf Fertig. Und dann würde ich sagen, dann werfen wir mal einen ersten Blick kurz draußen auf die Uhr bzw. auf die Funktionen. Ja, ich bin mit der Phoenix 8 Pro jetzt mal rausgegangen und ich bitte das Licht zu entschuldigen, aber leider nicht alles möglich. Es wird leider früher dunkel und ich war jetzt die ganze Zeit im Keller und da habe ich natürlich keinen Empfang und wir brauchen ein bisschen Empfang, um was zu zeigen. Bei der Konnektivität gibt es nämlich jetzt was Neues. Wir haben jetzt hier LTE und Satellit. Das heißt also, hier könnt ihr zum Beispiel Status einstellen, dass beides genutzt wird. Ihr könnt sagen auch nur LTE oder nur Satellit oder ihr könnt es auch ganz ausschalten. Ich lasse jetzt mal LTE und Satellit, dann kann die Uhr das selber auswählen, was sie braucht. Und ihr könnt auch sagen, LTE-Modus automatisch oder immer ein. Und immer ein, ja, das wird wahrscheinlich dauerhaft eingeschaltet sein. Ich werde auch auf automatisch gehen, um hier optimalen Akkuverbrauch zu haben. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, wie das dann hier beim Messenger aussieht. Wenn wir jetzt hier auf die Aktivität gehen, bekommen wir nämlich eine neue Funktion, und zwar Messenger-Anrufe und den Garmin Messenger. Der Garmin Messenger selbst ist ja bekannt. Hier sehen wir auch schon direkt, wird LTE gesucht, wenn wir reingehen, weil die Uhr, wie gesagt, keine Verbindung zum Handy hat. Hier könnt ihr dann Nachrichten schicken. Ich wähle jetzt einfach mal hier eine aus. Können wir sagen, okay, wir möchten jetzt zum Beispiel meine Position senden. Dann wartet jetzt auf GPS. Und dann wird auch schon die Position dann gesendet. Und dann haben wir jetzt auch schon direkt hier die Nachricht. Wir sehen hier, ich habe jetzt gerade meine Frau auf diesem Account. Wir sehen hier Position geteilt und dann könnt ihr das dann euch auch schon mal anschauen. Und ja, da gehen wir jetzt aber nicht drauf, sonst seht ihr, wo ich sitze. Oder ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, hier direkt anzurufen und ihr könnt auch antworten, wenn ihr jetzt irgendwas schreiben möchtet. Gehen wir so, ich gebe jetzt mal irgendwas ein. So, dann gibt es auch natürlich vorgefertigte Antworten und das könnt ihr dann hier schicken und dann geht es auch direkt hier als Nachricht ein. Wir sehen, hier wird es auch direkt gesendet, ohne Probleme. Das ist alles direkt verbunden. Ihr bekommt natürlich auch hier dann die Meldung direkt auf dem Handy angezeigt. Also wie gesagt, es gibt hier vorgefertigte Nachrichten auch, da müsst ihr nicht mal alles eintippen. Und dann können wir jetzt einfach sagen, ich bin jetzt unterwegs. Und dann sagen wir jetzt einfach senden. Und dann bekommt es auch als Benachrichtigung hier auf dem Handy angezeigt von der Garmin Messenger App. Voraussetzung hierfür ist aber, dass jetzt meine Frau auch die Garmin Messenger App hat, um das hier zu empfangen. Sie braucht jetzt nicht zwingend eine Uhr, aber auf jeden Fall die App, damit ihr kommunizieren könnt. Es geht jetzt nicht über WhatsApp oder über SMS-Nachrichten. Wir können jetzt auch direkt hier einen Anruf starten. Gehen wir jetzt einfach drauf. Sehen wir auch hier jetzt, gucken wir mal gleich, was passiert. So, dann sehen wir jetzt auch, hier kommt direkt der Anruf rein. Ah, da werde ich noch gefragt, benutzen wir App. Und schon haben wir jetzt hier die Verbindung, sehen hier, ja, jetzt ist auch eine kleine Rückkopplung. Aber den Qualitätstest mache ich dann hier im ausführlichen Review. Ich will euch einfach mal erstmal zeigen, was die Uhr hier alles zu bieten hat. Dann legen wir hier wieder auf. Ja, eine Sache habe ich hier ganz vergessen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, Anrufe zu tätigen. Das heißt also, wenn meine Frau jetzt anrufen will, geht sie in Garmin Messenger rein, geht auf meinen Kontakt und dann geht sie hier auf den Anrufsymbol oder auf den Lautsprecher hier oben. Und dann sehen wir, hier wird schon angerufen und dann bekommt jetzt auch gleich einen Anruf auf die Uhr. Ich habe die Uhr jetzt momentan auch nicht verbunden. Das heißt also die reine LTE-Verbindung der Uhr und dann könnt ihr hier natürlich dann auch den Anruf entgegennehmen und den dann hier durchführen. Dann landet ihr automatisch dann auch hier in der Anrufübersicht. Ja, und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, in den Messenger-Anruf reinzugehen. Da gehe ich jetzt nicht rein, weil man hier die Nummern direkt sieht. Und da habe ich jetzt mal einen kleinen Test gemacht. Und zwar, ich habe nämlich hier eine Festnetznummer hinterlegt. Und wenn ihr die Festnetznummer anrufen wollt, die habe ich jetzt gerade ausgewählt,
dann bekommen wir hier die Fehlermeldung, dass die Garmin Messenger App hier nicht unterstützt wird. Das heißt also, die Anrufe funktionieren scheinbar nur mit einem Handy, beziehungsweise wenn der Gegenpart ein Handy hat. Die meisten haben ein Handy, aber ich möchte euch einfach zu Informationszwecken hier nochmal zeigen, dass wohl Festnetznummern hier nicht funktionieren. Aber ich würde sagen, wir testen jetzt einfach mal hier nur Satellit und gucken einfach, was da möglich ist. Sollen wir uns einfach nur Satellit verwenden und LTE-Modus ist deaktiviert. Und jetzt gehen wir einfach nochmal hier in den Garmin Messenger hinein. Das wählen wir jetzt aus und dann gucken wir einfach mal, was jetzt hier passiert. Wir werden jetzt einfach auch nochmal hier meine Position senden, beziehungsweise wir nehmen jetzt einfach eine Nachricht. Und dann sagen wir hier nochmal, ich starte hier und dann senden wir das Ganze. Wie gesagt, ja, wir kommen jetzt mit Satellit verbinden. Wenn Bluetooth und LTE nicht verfügbar, folgen Sie den Anweisungen Display, Nachrichten senden, Nachrichten abrufen, Check-in, SOS initiieren. Das sind die Möglichkeiten, die hier über den Satellit durchgeführt werden können. GPS-Signal ist nicht verfügbar während einer Satellitenverbindung. Das heißt also, gibt es auch eine kleine Unterbrechung. Wir gehen jetzt mal auf Weiter. So, jetzt müssen wir die Uhr scheinbar auch kalibrieren. So, und die Kalibrierung habe ich jetzt abgeschlossen. Und dann schauen wir mal, kippen der Uhr nach vorne. So, ich habe jetzt das Problem, dass ich hier zwischen den Häusern bin. Das erkennt man vielleicht nicht so ganz so optimal. Aber das scheint hier für den Empfang und Senden hier ein kleines Problem darzustellen. Ihr habt ja die Möglichkeit, die Nachricht auch nochmal neu zu senden, beziehungsweise per Satellit senden können wir uns nochmal auswählen. Und dann bekommt ihr auch so eine kleine Übersicht. Wir sind jetzt im Korridor. Links haben wir so einen Satellit. Also das heißt, wir müssen die Uhr so ein bisschen nach links drehen. Dann landen wir auch schon direkt hier in der Satellitenübersicht. Und dann kriegen wir hier auch dann das Auswahlfenster. Jetzt müssen wir hier einfach schauen oder die Uhr neigen, um dann hier ja, den Satelliten zu bekommen. Sehen wir hier schon, da wird es hier alles... Ja. Jetzt bin ich gerade 2 Schritte weiter gegangen und ich habe jetzt die Verbindung bekommen. Also es ist so ein bisschen fummelig. Und ihr seht ja, wie ich die Uhr jetzt halte. Ich meine, es ist schon nicht optimal, dass ich jetzt meine Hand hier ringsrum habe. Aber die Uhr gibt dann hier so Vibrationen von sich. Das heißt also, hier wird was gemacht. Ihr kriegt so wirklich eine Feedback. Man hört zwar jetzt nichts, aber es scheint hier ja eine Verbindung aufzubauen. Ja, schlechtes Signal, hat nicht funktioniert. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier auf die Wiese raus. Und wie gesagt, wir sind hier dann zwischen den Häusern. Ja, ich stehe jetzt hier mitten unterm Sternenhimmel. Also jetzt wirklich nichts ringsrum, alles frei, keine Bäume stören. Taschenlampe hat wieder ihren guten Dienst erwiesen. Ja, ich würde sagen, dann versuchen wir nochmal unser Glück. Wir nehmen jetzt einfach nochmal hier Antworten. Und dann sehen wir einfach nochmal eine vorgefertigte Nachricht. Ja, ich habe ein Zelt. Und sagen wir okay. Und jetzt müssen wir es wieder kalibrieren. So, wir müssen es hier matchen. Und dann wird Suche läuft. Also ich habe jetzt die Uhr jetzt ganz komischen Winkel. Eher nach unten. Das heißt also, die Kamera, also die Taschenlampe zeigt nach unten. Und jetzt haben wir es auch verbunden. Das seht ihr jetzt hier. Und es vibriert jetzt auch so, wenn es jetzt verbunden ist. Es scheint jetzt auch zu senden, das Ganze. Ah ja, und jetzt haben wir es auch Ganze gesendet. Ja, und da sehen wir jetzt auch schon, die Nachricht ist eingegangen. Ich habe eine tolle Zeit, also nicht Zelt, ist jetzt auch da. Es ist ein bisschen fummelig, aber es hat ohne Probleme funktioniert. Das heißt also, auch das hat hier jetzt geklappt. Ja, das war an dieser Stelle jetzt mal ein kleines Unboxing und auch natürlich eine kleine Übersicht der Einrichtung und der ersten Test hier mit dem Satelliten LTE. Es gibt natürlich dann nochmal ein ausführliches Video über alle neuen Funktionen, beziehungsweise wie das dann hier im Detail funktioniert. Ich wollte euch einfach mal einen ersten Eindruck zeigen. Du kannst mir auch sagen, ob das Video hier gefallen hat oder nicht, oder ob ich das in Zukunft nicht mehr machen sollte. Wenn solche Sachen herauskommen, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr rund um Garmin sehen willst, ich habe auch weitere Uhren getestet bzw. gezeigt in einer Playlist. Beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe auch eine Best-of-Playlist, da kannst du mal reinschauen, was hier sonst noch alles so stattfindet. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich, ein Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für die Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.